Starship gelingt V2-Durchbruch, erstmals alle Missionsziele erreicht. Dragon bringt neuen ISS-Antrieb, Ende der russischen Hilfe. Blue Origin testet New Glenn, Mars-Mission rückt näher. Untertassen für den Mars, NASA testet auf der X-37B und ESA Aerospace bekommt ESA-Vertrag. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Wer hätte das gedacht? Mit dem 10. voll integrierten Testflug seines Starship-Systems hat SpaceX endlich wieder abgeliefert. Erstmals wurden sämtliche vorher definierten Missionsziele erreicht. Vom Start über die heiße Stufentrennung, das Rückführen des Boosters mit geplanten Triebwerkswechseln bei der Landung bis hin zu Aussetzen von Nutzlast, orbitalem Raptor-Reburn, kontrolliertem Wiedereintritt und punktgenauer Landung im Indischen Ozean. Ich bin fast sicher, dass der SpaceX-Chef meint, das Team müsse sich für das nächste Mal aber dann ambitioniertere Ziele setzen. Aber von Anfang. Diese Woche begann nervenaufreibend in der Nacht zum Montag. Die Betankung der Oberstufe, die war gestartet und dann Abbruch. Eine Sauerstoffzuleitung zum Ship 37 leckte und der Startversuch musste dann abgebrochen werden. In der Nacht zum Dienstag das gleiche Spiel. Diesmal aber gelang die Betankung. Wie angekündigt meldete sich der SpaceX-Chef mit einem technischen Update zum Starship. Ein paar neue Renderings gab er bekannt, aber für eingefleischte Starship-Fans brachte die Talkrunde nicht wirklich Neues. Allerdings schon ein Hinweis, dass man das Wetter für diesen Startversuch im Auge behalten müsse. Die 123 Meter hohe Starship-Rakete aus Super Heavy Booster und Starship-Oberstufe, die wurde dennoch voll betankt. Etwa 5000 Tonnen stehen dann da auf der Startrampe. Letztlich wurde auch dieser zweite Startversuch abgebrochen, weil Gewitterwolken über der Startanlage in Boca Chica den Start nicht zuließen. In der Nacht auf den Mittwoch zunächst das gleiche Spiel. Auch Wetter sah nicht so ganz super sauber aus. Schon mehr als eine Stunde vor dem geplanten Liftoff um 1:30 Uhr nach deutscher mitteleuropäischer Zeit beginnt es. Dampf steigt am Startturm auf, die Tankprozesse laufen, Frostlinien bilden sich etwa 50 Minuten vor dem Start und wieder Gewitterwolken im Hintergrund. Sie lassen Erinnerungen an den wetterbedingten Startaufschub vom Vortag aufkommen. Die Community beobachtete gespannt die Füllstände der kryogenen Betriebsstoffe Flüssigsauerstoff und Flüssigmethan, während dann der SpaceX Webcast rund 40 Minuten vor dem Start beginnt. Diesmal spielte man den Talk mit Elon Musk als Wiederholung ein. Auch sonst lief alles wie vom Band, denn exakt zum Beginn des Startfensters, da zündeten alle 33 Raptor-Triebwerke der Super Heavy R-Stufe. Die Rakete hebt majestätisch ab. Der Aufstieg, der verläuft reibungslos, abgesehen von einem ausgefallenen Triebwerk. Aber der Super Heavy Booster, der ist sogar beim Ausfall von 3 Triebwerken noch in der Lage, erfolgreich die Startrampe zu verlassen. Also Redundanz. Ja, und auch die Max-Q-Phase mit der maximalen Belastung aus dem Luftdruck, die durchläuft Starship problemlos, bevor die Atmosphäre zu dünn wird, um relevant auf die Rakete zu wirken. Die Stufentrennung erfolgt wie inzwischen gewohnt im Hot-Staging-Verfahren, bei dem die Oberstufe bereits zündet, während die R-Stufe noch mit 3 der 33 Raptor-Triebwerke Schub liefert. Das Starship Super Heavy Hot Staging, ein Manöver, das inzwischen als ausgereift gelten kann. Der Booster, der startet seinen Rückflugmanöver mit einem Boostback Burn. Auch jetzt bleibt das während des Aufstiegs schon ausgefallene Raptor aus. Der Landeanflug des Boosters wurde diesmal auf einen absichtlich steileren Profil geflogen, wenn auch nicht so aggressiv wie auf Flug 9. Auf Flug 9 war durch absichtlich hohe Belastung eine Treibstoffleitung im Innern des Boosters gerissen, was zum vorzeitigen Verlust des Boosters führte. Ein weiterer Test, der für den regulären Flugbetrieb des Starships wichtig werden könnte: Trotz der absichtlich deaktivierten Zündung eines der 3 zentralen Raptor-Triebwerke gelingt dem Super Heavy Booster 16 eine simulierte Landung auf einem imaginären Fangturm im Golf von Mexiko. Dieser Test, bei dem dann ein anderes Triebwerk eingeschaltet wurde als eigentlich für den Flug vorgesehen, zeigte, ob ein Raptor aus dem mittleren Ring den Schubausgleich für das fehlende Zentraltriebwerk leisten kann. Mit Sicherheit eine komplexe Herausforderung für das Flugsteuerungssystem. Das hat sie offenbar erfolgreich gemeistert. Sollte bei einem Landeanflug ein Triebwerk nun versagen, gäbe es nur eine gewisse Redundanz, die ein unkontrolliertes Einschlagen des Boosters in die Startinfrastruktur verhindern könnte. Ja, ich würde sagen, der Starship Super Heavy Booster hat erneut abgeliefert bei der ersten Stufe des Starship-Systems. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, was einen regulären Flugbetrieb des Starships angeht. Obwohl auch hier die Performance ja noch weiter gesteigert werden muss, um die sehr ambitionierten Nutzlastziele für das Starship-System in den Orbit zu bekommen. Seien wir ehrlich, die eigentliche Zitterpartie für diesen Flug, die begann dann mit dem Flug der Oberstufe. 3 vorzeitige Enden hatte die Version 2 Oberstufe bisher zu beklagen. Keine einzige erreichte annähernd das, was die Version 1 Oberstufe auf den Flügen 4 bis 6 bereits demonstriert hatte.
Ein Update, das fühlt sich für uns Außenstehende dann anders an. Dazu kam die Explosion der Ship 36 Oberstufe bei einem Test, der die Massey's Testanlage ja verwüstete. 2025 und Version 2 Starship Oberstufen bisher ein Trauerspiel. Das sollte sich am 27. August ändern. Während der Landung von Booster 16 beschleunigte Ship 37 weiter auf über 26.000 Kilometer pro Stunde und erreichte seinen geplanten Brennschluss. Außerdem gelang ein bereits für den 8. Flug erwartetes Manöver. Die Nutzlastverkleidung wurde gelüftet und die Tür zum Weltraum geöffnet. Weiterhin wurde auf der suborbitalen Bahn des Starships mit Atmosphäreneintritt über dem Indischen Ozean erstmals die Starlink-Massensimulatoren ausgesetzt. Das war definitiv ein wichtiger Test für spätere Satellitenmissionen mit Starship. Starlink soll ja das ganze Starship erstmal bezahlen. Für ein operatives Starship extrem wichtig das erneute Zünden eines Raptor-Triebwerks im Orbit. Diesmal zwar suborbital, aber so oder so möchte wohl niemand das Starship mit seinen 52 Metern Höhe und vermutlich über 100 Tonnen Leergewicht als unkontrollierter Weltraumschrott über einem Kindergarten runterkommt. Auch diese Demonstration der Oberstufe gelang, wie bereits schon auf den Flügen 5 und 6. Der Wiedereintritt, der begann mit aktivierten Steuerklappen und ausgerichtetem Hitzeschild. Auf dem vorherigen Flug 9, da war die Oberstufe mit dem falschen Winkel eingetreten und daraufhin vorzeitig verloren gegangen. Auch für diesen Flug waren viele von einem Ende des Starships bereits beim Wiedereintritt ausgegangen. Nicht zuletzt deswegen, weil SpaceX angekündigt hatte, man erwarte für diesen Flug nicht unbedingt eine Oberstufenlandung. Gründe war unter anderem ein extremer Eintrittswinkel, fehlende Hitzeschutzkacheln und der Test von neuen Hitzeschutzmaterialien. Im Livestream dachte ich persönlich zumindest, das war's jetzt bei der Oberstufe, als nämlich eine Explosion in der Triebwerksschürze zu sehen war. Deren Ursache, die ist bisher nicht bekannt. Für mich ist hier die plausibelste Theorie, es handelt sich um die Explosion einer Sauerstoffspülleitung, die sich mit Eis zugesetzt hatte, die kurz vorher für das wiederstartende Raptor-Triebwerk benutzt wurde. Trotz der Explosion und des sichtbaren Schadens ging die Starship Oberstufe 37 weiter kontrolliert in den Wiedereintritt, auch wenn diese Explosion im Bereich der hinteren linken Klappe ein Loch gerissen hatte. Das hatte offenbar aber keine Auswirkung auf deren Funktion oder wurde gut durch die Flugsteuerung ausgeglichen. Plasmaspuren tanzten vor der Kamera, die Telemetrie blieb stabil. Erste Schäden am Hitzeschild waren im Stream erkennbar, einzelne Kacheln fehlten, doch die neue Konfiguration mit kleineren versetzten Frontklappen, die schien sich zu bewähren. Genau dort waren ja bei vorherigen Flügen die größten Schäden beim kontrollierten Wiedereintritt aufgetreten. Starship bleibt steuerbar, verlangsamt sich aerodynamisch und leitet unterhalb der Wolkendecke das Flip-Manöver zur Landung ein. 3 Raptor zünden, 2 übernehmen das Bremsen auf den letzten Metern, dann die Wasserung exakt an der vorgesehenen Position nahe einer Videoboje im Indischen Ozean. Von dieser gab es während des Livestreams sogar Bilder von vor Ort. Wie diese Bojen aussehen, das zeigte Elon Musk später auf X. Wichtig, die gezeigten Bilder stammen von Flug 6, nicht vom aktuellen Flug 10. Wie viel vom Schiff diesmal übrig geblieben ist, das kann ich euch nicht sagen. Das Schiff setzte zwar wie geplant relativ kontrolliert, wenn auch etwas schnell senkrecht auf der Wasseroberfläche auf, kippte dann recht zügig zur Seite. Beim Kippen kommt es dann zur Explosion der verbliebenen Treibstoffe. Bemerkenswert, neben den Live-Aufnahmen aus der Boje gab es auch Drohnenaufnahmen, die nachträglich veröffentlicht wurden. Vermutlich wurde die Drohne sogar direkt aus der Boje gestartet. Die rot-orangene Farbe des Starships nach der Landung, die sorgte zunächst für einige Fragezeichen. Mittlerweile lässt sich anhand der veröffentlichten Aufnahmen sagen, dass es sich nicht um ein Material unter den Kacheln handelt, sondern dass sich während des Wiedereintritts etwas auf die Kacheln gelegt hat. Vermutlich der beste Hinweis, eine der bei diesem Flug verbauten und von SpaceX nicht näher beschriebenen metallischen Hitzeschutzkacheln. Durch die extremen Belastungen beim Wiedereintritt könnte ein eisenbasierter Werkstoff in kürzester Zeit oxidiert sein. Der umgangssprachliche Rost, der hätte sich dann über die gesamte keramische Hitzeschutzkachelschicht verteilt. Auf den nachträglich veröffentlichten Bildern der Landung, da ist auch der Schaden an der Wurzel der hinteren linken Steuerklappe gut zu erkennen. Durch das Loch, da lässt sich sogar bis in die Triebwerkssektion schauen. Und was bedeutet der Flug nun für das Starship-Programm? Dieser Testflug markiert mit Sicherheit den Höhepunkt der bisherigen Version 2-Kampagne. Mit noch verfügbaren Boostern und Chips dieser Hardware-Generation ist ein weiterer Flug durchaus in den nächsten Wochen möglich. Für Booster 15 könnte es nach Flug 8 der zweite Flug werden, für Booster 17 wäre es der erste Flug. Die nächste Oberstufe wäre nach Nomenklatur Ship 38. Ship 38 führte am 30. Juli einen kryogenen Tankversuch durch. Die Installation der Triebwerke, die begann am 14. August. Dank Testadapter könnte ein baldiger Feuertest auf dem Starttisch von Pad 1 erfolgen. Fragt sich jetzt nur, ob die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA vor einer neuen Starterlaubnis eine Untersuchung des Flugs 10 verlangt. Bisher sehe ich allerdings kein klares Anzeichen für ein Problem, das einen erneuten Start mit der aktuellen Lizenz verhindern würde.
Das energetische Event an der Triebwerksschürze, das könnte als Anomalie innerhalb der Testparameter gewertet werden. Sollte aber natürlich trotzdem untersucht werden, allein um ein systemisches Versagen auszuschließen. Ob das die FAA zu einer offiziellen Unfalluntersuchung veranlasst, das kann ich euch nicht sagen. Wie es mit der Hardware Version 2 für Flug 11 weitergeht, bleibt abzuwarten. Parallel dazu laufen ja bereits die Vorbereitungen für Flüge mit Hardware Version 3. SpaceX geht aktuell von ersten Flügen dieser Version Ende des Jahres aus. Mich würde ein Rutsch auf Anfang nächsten Jahres allerdings nicht wundern. Laut SpaceX-Chef Elon Musk wäre diese dritte Version bereits marsfähig, obwohl er es für wahrscheinlich hält, dass erst die Version 4 die Mars-Vision Wirklichkeit werden lässt. Es bleibt spannend, wie sich der Hitzeschild von Version 3 schlagen wird und ob man wirklich eine Oberstufe nach einem Flug schnell wiederverwenden kann. Den aktuellen Rekord hält übrigens Space Shuttle Atlantis mit 54 Tagen zwischen 2 Flügen. Neben weiteren strukturellen und funktionalen Verbesserungen in Version 3 richtet sich der Fokus zunehmend auf die Wiederverwendbarkeit der Oberstufe, orbitale Betankung und in ein paar Jahren dann auch Einsatz mit Crew. Die dafür von einem Trägersystem nötigen Technologien, von der orbitalen Raptor-Zündung bis zum präzisen Re-Entry, die konnte Flug 10 grundsätzlich demonstrieren. Bisher ist einzig und allein SpaceX das vertikale Landen einer orbitalen Raketenoberstufe nach einem Flug gelungen. Wenn es dann auch noch mit einer Landung direkt in der Starbase klappt, dürfte das der nächste Wow-Moment im Starship-Programm werden. Etwas aus orbitaler Geschwindigkeit so nah an bewohntem Gebiet landen zu lassen, das ist vermutlich das größte Risiko, das SpaceX mit dem Starship dann bislang eingehen will. Nach dem Start ist vor dem Start, wenige Stunden nach dem erfolgreichen IFT-10-Testflug, herrscht in der Starbase bereits wieder Hochbetrieb. Techniker reparieren die Startinfrastruktur und bereiten Pad und Hardware auf IFT-10, den nächsten voll integrierten Starship-Flug, vor. Parallel dazu sorgt ein neues Detail für Aufsehen. Erstmals ist am Hauptgebäude ein Raptor 3 Triebwerk zu sehen. Es ist die Nummer 20. Die nächste Generation der Methantriebwerke, die kommt ja mit höherem Schub und weniger Bauteile daher. Elon Musk weist allerdings selbst darauf hin, dass die neue Version durch weniger Flansche und mehr Schweißnähte schwieriger zu warten ist. Die Vereinfachung, die gilt primär für die Produktion, nicht für die Reparatur. Und auch in Florida gibt es Bewegung. Der Space Launch Complex 37, bisher für Delta-IV-Missionen genutzt, mittlerweile außer Dienst, soll künftig als Starship-Standort dienen. Damit dringt SpaceX weiter ins institutionelle Herz der US-Raumfahrt vor, direkt nach Cape Canaveral. Jetzt haben wir also auch ein Rendering mit Bewegtbild, ein deutliches Signal, dass die Starship-Ära nicht nur weiter Fahrt aufnimmt, sondern auch strategisch immer stärker verankert wird. Außerdem gibt es einen neuen Übersichtsplan aus Texas, der das zukünftige Startgelände in Boca Chica zeigt. Gut zu erkennen ist das Upgrade von Pad 1 auf das Design von Pad 2. Neben getrennten Betankungseinrichtungen für die beiden Pads ist die Position der neuen Luftverflüssigungsanlage für die Produktion von Flüssigsauerstoff und Flüssigstickstoff eingetragen. Manchmal braucht es keinen runden Geburtstag, um sich selbst zu feiern. Das Senkrechtstarter-Team, das war letzte Woche in Hamburg und wir haben uns so ein richtig schönes Wochenende gemacht. Bei einer Hafenrundfahrt und Maschinenraumbesichtigung konnte ich als Schiffbauingenieur natürlich mit Fachwissen richtig brillieren. Und fürs Teambuilding haben wir dann Beat Saber gezockt. Aber ohne satten Sound keine Chance. Zum Glück hatten wir den Motiv XL von Teufel am Start. Mit seinem integrierten Akku kommt er einfach überall mit, vom Wohnzimmer auf die Terrasse oder den Balkon und sogar in den Bulli. Aus dem Alter, in dem man die Musik nur grob erkennen muss, da bin ich raus. Ich will Musik in HiFi-Qualität und das in jeder Lebenslage. Und HiFi-Qualität, das bietet der Motiv XL frei Haus. Hochauflösendes WLAN-Streaming, easy bedienbar über die Teufel Home App oder auch einfach über AirPlay 2 oder Google Cast. Dazu Spotify und Tidal Connect und natürlich Bluetooth. So kann jeder Partygast seine Lieblingssongs direkt auflegen. Schon geil, dass so ein portabler Speaker wie eine ausgewachsene HiFi-Anlage klingt. Druckvolle Bässe, dank Kevlar-Tieftöner, kristallklare Höhen durch das 3-Wege-System und alles perfekt abgestimmt und so über den gesamten Frequenzbereich toll aufgelöst. Noch mehr Infos zum Motiv XL von Teufel findest du unter dem Video. Super cooles Feature, XLR-Anschluss für ein Mikro. Da war dann auch eine kleine Gesangsanlage von mir drin. Praktisch für die Familienfeier oder auch fürs Office, wenn spontan vor mehr Menschen gesprochen werden muss. Ja, und nach dem Gelaber kann dann die Pantry oder der Pausenraum gerockt werden. Pegelfestigkeit war ja für Teufel noch nie ein Problem. Ich bin seit meiner Kindheit Teufel-Fanboy und freue mich, dass ich jetzt seit letztem Jahr Teufel-Partner bin. Den Motiv XL und viele weitere hervorragende Teufel-Produkte, genau, findest du unter dem Video. Diese Woche ist aber natürlich nicht nur Starship gestartet. Schon am Sonntagmorgen, den 24. August, da startete eine Falcon 9 vom SLC-40 in Cape Canaveral. Mit dabei die Cargo Resupply Mission CRS SPX-33. Das ging zur ISS, klar. Mit dabei ein neuartiges ISS Reboost Kit. Im hinteren Trunk-Segment der Dragon, wo bisher
unbedrückte Fracht wie Solarpaneele zur ISS transportiert wurden, da hat SpaceX ein unabhängiges Antriebssystem mit 2 Draco-Triebwerken montiert. Ziel des Tests ist es, die Fähigkeit zu demonstrieren, den Orbit der Raumstation autonom anzuheben. Das ist ja ein Manöver, das bisher hauptsächlich russische Progressfrachter durchgeführt haben. Noch vor dem ersten Testfeuer im September inspizierte der Roboterarm Canadarm2 die neue Hardware visuell. Sollte die Demonstration gelingen, könnte Dragon zukünftig eine neue Rolle im Betrieb der ISS übernehmen. Als eigenständiges Reboost-Fahrzeug zur Bahnkorrektur, aber auch in Vorbereitung der geplanten Deorbitierung der ISS, die ja auch durch SpaceX durchgeführt werden soll. Apropos ISS, das deutsch-französische Raumfahrt-Startup The Exploration Company, das hat mit seinem wiederverwendbaren Frachtraumschiff Nix Earth erfolgreich die erste Phase des Sicherheitsreviews für die ISS absolviert. In einem gemeinsamen Verfahren von NASA und ESA wurde das vorläufige Design des europäischen Raumtransporters auf potenzielle Gefahren geprüft und offensichtlich für gut befunden. Damit ist der Weg frei für die nächsten Schritte im Zertifizierungsprozess. Die erste ISS-Mission von Nix, die ist ja für 2028 geplant und soll im Rahmen des ESA-Programms LEO Cargo Return Services rund 2600 Kilogramm Nachschub zur Raumstation bringen und Teile auch wieder zurück. Die Sicherheitsprüfung umfasste sämtliche Subsysteme von Antrieb und Navigation über Software bis hin zur Sicherheit für die Crew der ISS. ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher sieht darin ein starkes Signal für die Leistungsfähigkeit der europäischen Industrie und einen strategischen Schritt hin zu mehr Unabhängigkeit im niedrigen Erdorbit für Europa. Phase 2 der Sicherheitsprüfung, die folgt 2026. Mal sehen, ob auf der ESA-Ministerratskonferenz dieses Jahr nun wirklich die Weichen für eine zukunftsfähige europäische Raumfahrt gestellt werden. Die letzte Woche bei den Raketenstarts zumindest ohne europäische Beteiligung am Montagabend, 25. August, da hob eine chinesische Langer Marsch 8A mit Satelliten der staatlichen Satnet Leo Megakonstellation vom Wingcheng Startplatz ab. Am Dienstagabend, 26. August, da brachte eine Falcon 9 von Vandenberg die luxemburgische Aufklärungsmission NAOS zusammen mit weiteren Nutzlasten in den Orbit. NAOS, das von OHB Italia als Hauptauftragnehmer entwickelt wurde, ist eine Erdbeobachtungsmission mit sehr hoher Auflösung für die luxemburgische Regierung. Keine Zeit zum Ausruhen nach dem Starship-Start am Mittwochmittag. Da folgte der nächste SpaceX-Start. Eine Falcon 9 brachte weitere Starlinks von Cape Canaveral in den Orbit. Am Donnerstagmorgen, 28. August, legte SpaceX direkt nach. Eine weitere Falcon 9, die hob vom Kennedy Space Center ab. An Bord waren weitere Starlinks. Hier bemerkenswert, es war der 30. Start und die 30. erfolgreiche Landung für den eingesetzten Booster B1067. Zur Erinnerung, 2024 sind gerade mal 3 europäische Raketen gestartet. Ja, es hätten auch 4 sein können. War nur keine Rakete vorhanden und so ging einer der 30 Starts von B1067 im Jahr 2024 mit europäischen Galileo-Satelliten in den Orbit. Booster B1067 wird aber nicht lange alleine bleiben. Booster 1071 und 1063 haben jeweils 27 Starts und Landungen und Booster 1069 hat 26 Starts und Landungen. Start und Landung sind hier noch ein bisschen hin. Noch vor dem Start der ersten Crewmission zum Mond mit Artemis 2. Da ruft die NASA weltweit zur freiwilligen Beteiligung auf. Bodenstationen mit S-Band-Empfang sollen während der Artemis 2-Mission passiv das Trägersignal der Raumkapsel verfolgen. Ziel ist es, sogenannte Doppler-Messdaten zu sammeln. Diese Daten, die helfen der NASA, kommerzielle Tracking-Infrastruktur zu evaluieren und langfristig unabhängiger von staatlichen Netzwerken wie dem Deep Space Network zu werden. Bereits bei Artemis 1 hatten 10 Stationen erfolgreich teilgenommen. Jetzt will man mit Artemis 2 weitergehen. Von der Erdumlaufbahn bis zum Mond und zurück sollen engagierte Partner mithelfen, die Orion-Raumkapsel zu orten. Ob professionelle Bodenstationen oder ambitionierte Funkamateure mit großer Antenne, wer technische Voraussetzungen erfüllt, der kann zur Geschichte der Raumfahrt beitragen. Auf dem Mond landen möchte auch Blue Origin, der erste Technologiedemonstrator für den Blue Moon Mk1-Länder. Der wird ja eventuell mit Flug 3 der New Glenn starten. Anfang der Woche hat Blue einen weiteren erfolgreichen Hotfire-Test mit einer New Glenn Oberstufe durchgeführt. Blue Origin spricht auch von Glenn Stage 2 oder GS2 für die Oberstufe. Seriennummer 3, also die dritte Oberstufe, absolvierte einen 15-sekundigen statischen Feuertest, der laut CEO Dave Limp als finale Validierung vor dem Einsatz dient. In einem Tweet zeigte sich Limp erfreut über den Fortschritt und teilte mit, dass Seriennummer 4 bereits in der Fertigung ist. Der erfolgreiche Test unterstreicht die wachsende Einsatzbereitschaft von Blue Origins neuer Trägerrakete New Glenn. Der zweite Flug der Rakete, der findet frühestens Ende September statt. Die Oberstufe für diesen Flug, die hat man bereits gefeuert. Mit der NASA-Doppelmission Escapade soll es dann auf diesen zweiten Flug der New Glenn zum Mars gehen.
Apropos Mars, die Marsmännchen werden Sie vielleicht wiedererkennen, riesige fliegende Untertassen. Was wie Science Fiction klingt, könnte bald Realität werden. Im November 2022, da hat die NASA ja bereits sehr erfolgreich ein aufblasbares Hitzeschild bei einem Wiedereintritt aus dem niedrigen Erdorbit getestet. Jetzt erprobt die NASA an Bord des X-37 Raumgleiters, der gehört ja eigentlich der US Space Force, neuartiges Gurtmaterial namens Cylon. Das soll entscheidend für das sogenannte HIAT-System für künftige Mars-Missionen werden. Das Material, das verbindet die Ringe des Hitzeschilds, verteilt Kräfte und muss extreme Temperaturen beim Eintritt in die Atmosphäre standhalten. Der Test untersucht, wie sich das Material nach monatelanger Lagerung unter Weltraumbedingungen und durch die Weltraumstrahlung verhält. Simuliert wird eine typische Marsflugdauer von 6 bis 9 Monaten. Die Testszenarien, die reichen von straff gewickelten Fasern bis chaotisch gestopft, um realistische Packvarianten nachzustellen. Sollte die Technologie weiter reifen, könnte ein 20 Meter breiter HIAT einmal schwere Marsfracht landen. Dabei geht es nicht nur um Rover, sondern um ganze Habitate für Astronauten. Vielleicht ein entscheidender Fortschritt auf dem Weg zur menschlichen Marsmission. Vielleicht noch nicht der Marsflug, aber einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zum Startanbieter für institutionelle Nutzlasten hat ESA Aerospace nun gemacht. Als erstes privat finanziertes Unternehmen Europas hat der deutsche Launcheranbieter Startverträge mit der ESA und der EU-Kommission unterzeichnet. Im Rahmen der ESA Flight Ticket Initiative werden ab 2026 2 Missionen, das ist Cassini von Easy Space und Tom & Jerry von Infinite Orbits, mit der Spektrum-Rakete von Norwegen von Andøya aus ins All gebracht. Aktuell bereitet ESA den zweiten Testflug der Rakete vor. Der Erstflug der Spektrum-Rakete, der endet am 30. März, nur kurz nach dem Start. Aber nicht nur ESA bekam einen Vertrag. Im Rahmen der Flight Ticket Initiative hat die ESA auch einen Auftrag an Avio, den Raketenbetreiber der Vega, vergeben. Avio bringt 3 Demonstrationssatelliten auf der Vega C ins All. Das DLR-Projekt Pluto Plus mit flexibler 100 Watt Solarfläche, den Treibhausgassatelliten GapMap-1 und die italienische ET-Pack-Mission mit einem 1 Kilometer langen Aluminium-Tether für treibstoffloses Deorbitieren. Die Aufträge, die folgen auf Avios Trennung von Ariane Space und sind Teil des ESA-Programms zur Förderung europäischer Startanbieter. Pro Mission stehen bis zu 5 Millionen Euro Fördermittel bereit. Apropos Fördermittel, dass es diesen Kanal hier noch gibt, das ist kein Zufall, sondern das verdanken wir alle den Senkrechtstarter Schutzengeln. Das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank für euren Rückhalt. Wenn auch du dazu beitragen willst, Raumfahrtbegeisterung im deutschsprachigen Raum zu verbreiten und das aktiv, dann genau unter dem Video gibt's einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankeschön bekommst du ja dann alle meine Videos vorab und komplett werbefrei. Lass uns doch schnell auf die Starts der kommenden Woche schauen. Tatsächlich ausschließlich SpaceX Starlings. Am heutigen Sonntagmittag, 31. August, da ist von Cape Canaveral ein Start mit Falcon 9 Starlings geplant. In der Nacht auf Mittwoch, 3. September, soll eine Falcon 9 vom kalifornischen Pet SLC-4 in Vandenberg abheben, auch mit Starlings. Am Mittwochmittag wieder Starlings, dann von der Ostküste, Falcon 9 vom SLC-40 in der Cape Canaveral Space Force Station. Donnerstagmittag, 4. September, dann erneut Starlings, diesmal vom Kennedy Space Center. Ja, und der Wochenabschluss vermutlich dann am Samstagnachmittag, 6. September, auch Starlings dann von Vandenberg. Hafenlichter, gute Freunde und Musik in echter HiFi-Qualität. Den Motiv XL vom Berliner Lautsprecherspezialisten Teufel, den findest du unter dem Video. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, guter Zeitpunkt für ein Abo. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.